Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich aus einem alten Stahlfass mir eine Feuertonne baue. Und das Besondere an dieser Feuertonne wird sein, dass sie extrem wenig Ruß und Qualm produziert. Mal sehen, ob ich das so hinbekomme. Wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich geht's los. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und es wird abends schon richtig frostig und kühl. Dennoch möchten wir gern draußen sitzen, gemütlich ein Glas Wein trinken und miteinander erzählen. Aus diesem Grund brauchen wir natürlich eine Wärmequelle und haben bisher immer unsere Feuerschale verwendet. Diese Feuerschale, die ihr hinter mir seht, ist gut und gern 15 Jahre alt und sie funktioniert noch immer, hat aber zwei entscheidende Nachteile. Nachteil Nummer 1 ist, dass ein Großteil der Wärme einfach nach oben weggeht und man immer näher ranrücken muss, um etwas von der Wärme zu haben. Der zweite Nachteil ist, dass egal wo ich mich um die Feuerschale hinsetze, ich immer den Wind bzw. den Qualm, den Ruß direkt ins Gesicht bekomme. Aus diesem Grunde werde ich daran was ändern und mir aus diesem roten Stahlbandfass, das ihr dort hinten seht, eine Feuertonne bauen. Das ist gar nicht so schwer, wie es vielleicht aussieht. Es ist sogar relativ einfach. Ich zeige euch heute, wie ich das Ganze mache. So eine Stahlwandtonne bekommt ihr gebraucht bei Autohändlern, bei Herstellern, vielleicht in eurer Gegend, irgendwelche Einzelhändler. Schaut da einfach mal nach. Da müsst ihr aber darauf achten, dass die Tonnen gereinigt sind, dass da kein Öl mehr drin ist und ähnliches, denn da bekommt ihr Probleme mit dem Umweltschutz. Ihr könnt die Tonnen aber auch fertig kaufen. Schaut mal unter dem Video, ich habe mal ein paar Recherchen gemacht. Für knapp 50 € bekommt ihr eine saubere Tonne frei Haus nach Hause geliefert. Und wie funktioniert das Ganze nun? Nun ja, ich werde hier oben den Deckel entfernen, damit hier die Feuerstelle hineinkommt. Ich werde unten Lüftungslöcher hineinbohren, damit genug Zug entsteht. Und das Besondere an meiner Tonne wird sein, dass ich die Rußbildung, die Qualmbildung noch weiter reduzieren möchte, indem ich den Kaminzug verstärke und oben weitere Löcher einbringe. All das zeige ich euch hier im Video. Viel Spaß damit. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt mir einfach unter das Video einen Kommentar. Damit das Feuer in der Tonne ordentlich brennen kann, braucht es natürlich Belüftungslöcher am unteren Bereich, um diesen Kamineffekt herzustellen, damit die Luft unten eingesaugt wird, das Feuer mitnimmt und die Wärme gut nach oben steigen kann. Die Löcher werde ich 10 cm oberhalb der Kante anbringen. Ich werde zunächst mit einem Stahlbohrer ganz normal vorbohren und anschließend mit einem Stufenbohrer die Löcher auf 25, maximal 30 cm aufbohren. Ein weiteres Loch werde ich mittig unten wegmachen, denn die Tonne wird hier draußen stehen bleiben. Wenn es regnet, möchte ich nicht, dass das Wasser dauerhaft in der Tonne bleibt, bis es über diese seitlichen Löcher irgendwann mal hinauslaufen kann. Nein, ich möchte das Holz, was ich im Laufe der Zeit der Tonne lagere, immer trocken bleibt. Deswegen ein Loch in der Mitte, damit Regenwasser immer wieder ablaufen kann. 10 cm oberhalb der Kante habe ich die Löcher eingebohrt. Ich habe mir die Grundplatte geachtelt und habe entsprechend die Löcher gebohrt. Der Abstand zwischen den Löchern beträgt ungefähr 25 cm. Die Anzahl der Löcher und die Größe der Löcher hat einen direkten Einfluss auf die Verbrennung in der Tonne später. Habt ihr viele große Löcher, verbrennt das Material sehr gut, aber eben auch sehr schnell. Ihr müsst relativ schnell nachlegen. Habt ihr zu wenig Löcher, dann verbrennt das Ganze nicht effektiv genug. Es fängt an mit Qualm, mit Dubeln und ist auch nicht wirklich schön. Ich habe die Löcher jetzt so erst einmal angebracht. Wenn ich merke, dass sie nicht ausreichend sind, kann ich ja problemlos weitere Löcher hinzufügen. Auf der Unterseite habe ich zusätzlich 4 Löcher in das Stahlblech hineingebohrt, um das Regenwasser ablaufen zu lassen. Ihr solltet euch im Klaren sein, dass diese Löcher die Struktur der Tonne nachhaltig schädigen. Wenn irgendwann mal der Lack hier abgebrannt ist, kommt der Rost zum Tragen. Innen drinnen wird der Rost durch das Feuer immer wieder freigebrannt, aber irgendwann wird der Rost auch diese Tonne zerstören und dann muss dann eben einfach eine neue her. Damit ich überhaupt Holz da drin verbrennen kann, muss ich erst einmal eine Öffnung schaffen. Das bedeutet, dass ich die Oberseite, diese hier, herausnehmen muss. Ich kann hierzu mit einem Meißel und einem Hammer mir das Ganze hier freischlagen oder ich nehme den kleinen Winkelschleifer mit einer robusten Metallscheibe und flexe mir ordentlich diesen Deckel heraus.
Den Deckel der Tonne, den habe ich abgeflext. Der innere Bereich hat noch einige Grate, deswegen werde ich ihn mit einer speziellen Schrubbscheibe noch mal schön glatt polieren, damit sich hier keiner verletzt, wenn die Tonne dann doch mal angefasst wird und herumtransportiert wird. Übrigens könnt ihr den Deckel auch ein wenig überstehen lassen, um zum Beispiel eine Abdeckung später draufzulegen, um Funkenflug und dergleichen zu vermeiden. Oder ihr nutzt die Tonne sogar, wenn sie einmal freigebrannt ist, funktioniert das tatsächlich, als Grillstelle. Das heißt, ihr könnt hier einen Rost auflegen und eure Bratwürste, Steaks, wie auch immer, direkt hier auf der Tonne grillen. Ich habe den abgeflexten Rand der Feuertonne sauber entgratet, kann mit dem Finger hier langfahren, ohne mich zu verletzen. Und bevor ich jetzt die Sekundärlüftung einbaue, um diese Feuertonne wirklich rauchfrei zu bekommen, muss ich sie erst einmal einbrennen. Jawohl, einbrennen. Denn die Außenseite ist lackiert. Hier habe ich zum einen die Möglichkeit, mit der Flex, mit einer Schrubbscheibe, diese Lackierung herunter zu flexen, oder ich brenne sie einfach ab. Denn dieser Lack ist nicht hitzebeständig. Der wird, wenn die Tonne an ist, sowieso verdubbeln. Ihr solltet euch dort nicht in der Nähe aufhalten. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Wenn er einmal rausgebrannt ist, dann ist der Lack weg, dann schadet er nicht weiter. Und wenn euch dieser rostige Anblick nicht gefällt, könnt ihr die Tonne hinterher jederzeit wieder mit einem speziellen hitzebeständigen Lack lackieren. Denkt dran, um die 800 Grad sollte der Lack durchaus aushalten. Die Feuertonne ist nun fast freigebrannt und die Wärme ist deutlich spürbar. Bis hierher, auch im unteren Bereich, ist es angenehm warm. Man kann sich davor setzen, ohne von den Flammen geküsst zu werden. Aber ein Problem gibt es nach wie vor und ich denke, ihr könnt es sehr gut erkennen. Die Flammen tragen doch einen Teil des Rauches mit heraus und der landet dann doch wieder im Gesicht. Warum ist das so? Nun ja, ganz klar, die Frischluft wird hier unten eingesaugt, verbrennt ja bereits in der Tonne und oben ist nicht mehr genug Sauerstoff da, um diesen restlichen Qualm eben zu verbrennen. Ich demonstriere das Ganze mal mit einer etwas größeren Flamme hier. Ich denke, man kann sehr schön erkennen, wie nach oben hin die Flamme sich nochmal zusammenzieht und versucht, den Rest eben auch noch zu verschlingen. Der Sache werde ich jetzt entgegentreten, indem ich eine Sekundärlüftung einbaue und hier im oberen Bereich im Abstand von ungefähr 10 cm nochmal kleinere Löcher bohre, mit dem Effekt, dass unten der Kaminsog die Frischluft durchbläst, in der Mitte alles verbrannt wird und hier oben nochmal frischer Sauerstoff seitlich hinzugefügt wird, um auch den Rest dieser Abgase, dieses Qualms, sauber zu verbrennen. Und dann bin ich auch schon wieder fertig hier mit meinem Projekt Feuertonne. Ohne viel Schnickschnack habe ich aus diesem alten Stahlfass eine Feuertonne gemacht, an dem man abends gemütlich sitzen kann, um sich zu wärmen. Durch die zusätzlichen Löcher, die ich hier oben angebracht habe, ist die Rauchentwicklung deutlich zurückgegangen. Ich hoffe, man konnte das im Video auch gut erkennen. Diese Feuertonne kostet insgesamt auch nicht viel, unter 100 € seid ihr hier dabei. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr so ein Fass herbekommt und das Material, das Werkzeug, das ihr gegebenenfalls braucht, schaut mal unter das Video in die Beschreibung, dort verlinke ich euch meine Quellen. Darüber hinaus interessiert mich, was denkt ihr über so eine Feuertonne? Habt ihr vielleicht selber eine? Welche Tipps könnt ihr mir geben? Schreibt mir doch mal einen Kommentar unter das Video in die Kommentarspalte. Und wenn ihr einmal dort unten seid, gebt mir das Like für dieses Video. Abonniert meinen Kanal, um auch weiterhin alle Videos von mir zu sehen, um nichts zu verpassen. Und ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.